Und ich habe Angst, das zu spielen. Ich habe richtige Angst, das zu spielen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Und es wird zugehen. Geh schon zu. Okay. This room actually has a maze in it. Was? Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Okay, hart. Man wäre ohne Brücke also sowieso nicht durchgekommen. Oh, das ist so schwere Kost, Mann. Das ist echt... And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Naja, ich finde schon, dass es Sinn macht. Denn, oh nee. Am Anfang eben hat die Maschine noch funktioniert, sprich seine Kreativität war noch vorhanden. Er war zufrieden mit seinen Spielen, er hat sie noch gern gezeigt. Und es hat sich ja dann erst im Laufe der Zeit so verändert, dass er eben immer verzweifelter wurde, sich immer mehr isoliert hat und dass dann die Spiele auch ihren hoffnungsvollen und auch spielbaren Charakter verlieren und eigentlich nur noch diese Frustration und dieses es geht nicht weiter, egal was du tust, es ist alles sinnlos, es ist alles nutzlos, dass sie das auch dann plötzlich im Gegensatz zu den vorherigen repräsentieren. Das macht eigentlich schon Sinn, finde ich. Habe ich das falsch gemacht? 1,5, 1,6, 1,7. Ach, jetzt kann ich drücken. Ach, das ist so unangenehm, die Atmosphäre. Und ich weiß, ich überziehe den Part jetzt etwas, aber ich glaube... The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges, and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011, I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself,
I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Wird das jetzt ewig so weitergehen? I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Where did I screw up? Das ist hart. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Was? Warum? Er hat ihm das Spielemachen verdorben? Er hat es ihm vergiftet? Warum? I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Okay, Plot-Twist, und zwar total. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. Und er sagt, der Erzähler, er hat die Arbeit Freunden gezeigt, weil er sich dann endlich mal wichtig und endlich mal gut gefühlt hat. Und Koda hat sich gefragt, ob Davey denkt, dass er die Spiele nur für ihn macht. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde dich das dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Gegen meinen Willen. Aber wenn es doch gegen seinen Willen war, warum hat er sie überhaupt dann weiterhin Davey gezeigt? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest. Die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Meint er mit Grenze überschreiten, die Spiele spielbar zu machen, wie für uns jetzt? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Okay. Das ist creepy. And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Er hat gar keine Tiefs. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über mich als über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself.
Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Also eigentlich ist der Erzähler der mit den Problemen. Sag nichts. Ist das creepy. Ich will da nicht rein. Ha. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please. I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Alter Verwalter. Ich hatte jetzt wirklich einfach minutenlang nur Gänsehaut. Und ich weiß, dass ich für sowas sowieso anfällig bin, also so, ja, emotionsgeladene, etwas verrückte, psychisch angeschlagene Geschichten. Und das ging mir jetzt schon echt nah. Das will ich auch gleich nach Ablauf der Spielzeit nochmal kurz... More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Er ist mit sich selber so unzufrieden, dass er an nichts anderes mehr denken kann, als den Weg, Bestätigung zu bekommen, den er zum ersten Mal in seinem Leben durch das Zeigen der Arbeit eines anderen Menschen erhalten hat. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Und er weiß es ganz genau und es tut ihm so leid und er wäre so gerne anders, aber er weiß nicht, wie er anders sein kann. Wie eine Sucht sei es, sagt er, wie eine Krankheit und ja, das ist es auch. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Und der Witz ist halt einfach, ich bin eigentlich wirklich eine skeptische Person, aber so wie er das erzählt hat, eben mit den Gefängnissen und generell mit den Inhalten und dass der Spielemacher ja so deprimiert gewesen sein muss und so kaputt, das hat man dem so abgekauft. Ich habe dem jedes Wort geglaubt und ich bin wirklich jemand, der Dinge immer hinterfragt. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Da ist ein Herz. Okay, es ist leicht verformt, aber ich sehe trotzdem ein Herz darin.
Okay. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Klaustrophobisch, dezent. Ich will hier raus. Aber man kommt hier nicht raus. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Okay. What now? Ja, das, mein Freund, wüsste ich auch gern. Er tut mir so leid. Er sagt, er ist so eine beschissene Person, aber ich kann ihn nur bemitleiden, den Erzähler. I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Und da ist wieder der Anfang. Die Synchronstimme ist auch so gut. Er spricht das so gut. Man meint die ganze Zeit, er ist kurz vorm Heulen und man spürt den Selbsthass aus der Stimme. Es ist wirklich authentisch gemacht. Okay. Und sonst so? Tja, meine Freunde. That's it. Es wundert mich, dass sie das Spiel nicht direkt nach diesem Plot-Twist einfach abgebrochen haben. Ich bin am Überlegen, ob jetzt nochmal eine etwas größere Sache kommt. Nochmal ein Schocker. Oder ob sie das Ganze jetzt einfach sehr ruhig und gelassen so beenden. Das ist jetzt gerade ein bisschen arg langer Laufweg, finde ich, ohne dass man noch mehr von der Geschichte erfährt. Das ist aber sicherlich nicht gedankenlos gemacht. Wenn, dann hat das Spiel das bewusst, beziehungsweise die Entwickler haben das bewusst so gemacht. Mir ist nur nicht so ganz klar, was das nun bedeuten soll. Es klingt nach einem Gewitter. Aber es ist auch grau. Ah! Das. Wenn man da reingeht, stirbt man. Mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Oh, es ist unangenehm.
Okay, okay. Das Ende fand ich jetzt leider doch etwas zu sehr in die Länge gezogen. Also, sie hätten einen besseren Punkt finden können, um das Ganze abzubrechen. Und es war definitiv sehr interessant. Also, eine völlig neue Spielerfahrung. Es gab natürlich ein paar Macken, eben wie jetzt auch das Ende, wo es ein bisschen zu, behäbig wurde. Allerdings ist es definitiv eine Spielerfahrung, die es wert ist, finde ich. Weil es ist was ganz anderes. Es ist kein Zocken, es ist kein Gaming. Es löst was aus in einem und es regt einen wirklich zum Nachdenken an. Und es ist auch nicht so, dass es einem alles auf einem goldenen Teller serviert, weil ich persönlich muss da jetzt wirklich nochmal reflektieren, was ich von welchem Charakter halte, ob ich das vom Erzähler jetzt auch wirklich einfach so annehmen kann oder ob da nicht vielleicht doch was anderes war. Und, ja, und muss diese Trauer bekämpfen, die mich immer noch ein bisschen ergreift, weil es halt einfach Menschen gibt, die sich selbst so wenig mögen, dass sie nur durch andere leben können. Das ist wirklich ein trauriges Thema. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel in Anführungszeichen hier gefallen. Ich hoffe, das war eine Erfahrung, die ihr gerne mit mir teilt. Und ich hoffe, das war auch nicht das letzte Spiel, die letzte Erfahrung in diese Richtung mit euch. Und ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr so von dem Spiel hält, was es mit euch gemacht hat, wie ihr euch fühlt, ob es euch zu abstrakt, zu hochgegriffen, zu langweilig war oder ob es euch auch mitgenommen hat. Das würde mich definitiv interessieren. Also dann, meine Lieben, wir sehen uns zum nächsten Let's Play, was wahrscheinlich jetzt doch erstmal wieder etwas Normaleres sein wird. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.